Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier und ich will gar nicht lange drum rumlabern. Wir haben eine neue Banlist. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe null damit gerechnet. Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe auf mein Handy geguckt und sehe, okay, wir haben eine Banlist. In meiner Yu-Gi-Oh! Gruppe ging es drunter und drüber. Und diese Banlist und beziehungsweise die Änderungen werden wir uns jetzt mal angucken, ohne lange rumzulabern. Und wir sehen hier direkt die erste Karte, die verboten ist Gimmick-Marionette Albtraum. Und da sage ich nur, gut gemacht, Konami. Viel zu spät, war quasi nicht mehr relevant, aber trotzdem gut, dass sie weg ist. War einfach eine mega eklige Sache, die Branded machen konnte. Man muss gleichzeitig aber auch sagen, dass der Sanctifier Dragon wahrscheinlich eher das Problem ist, weil der Sanctifier Dragon ist das Ding, was halt im Zug des Gegners eine Beschwörung macht. Das heißt, es gibt immer noch andere Targets, die was Ähnliches machen, vielleicht nicht ganz so gut, aber da hätte man lieber den Sanctifier Dragon. Ich weiß, er gehört zu Albas und das Deck wurde auf der letzten Liste schon gehittet und es war nicht mehr wirklich relevant, aber das ist die Problemkarte, deswegen ein bisschen weirder Hit und gibt immer noch das Potenzial für nicht so coole Sachen, aber mein Gott, ist trotzdem ein ganz solider Hit, würde ich sagen. Und wir haben direkt den nächsten Hit von Jaugen, der Spiritist, oder wie CK sagen würde, Jürgen. Sehr coole Karte an sich, aber auch sehr gefährlich. Vor allem kann man die im Branded, glaube ich, auch theoretisch so zurückrufen. Und das neue Link 4 Monster, die Abao, heißt sie ja, glaube ich. Mal gucken, wie sie dann auf Deutsch heißen wird oder auf Englisch. Aber die hat ja auch den Effekt, dass sie Sachen vom Grave zurückholen kann. Und gerade er hier wurde halt als eine der Problemkarten angekündigt. Da haben Leute gesagt, ey, Leute werden das Link 4 Monster spielen und den immer zurückholen. Das heißt, ein Hit, der ein bisschen vorausdenkend ist. Und da muss ich sagen, good job, Konami. Das ist gut. Das sollte es häufiger geben. Dass die Karte jetzt auf der Banlist ist sehr gut, weil sie wurde in keinem sie war für kein Deck wirklich wichtig und hätte halt nur für unschöne Sachen gesorgt. So, nächste Karte, die wir haben. Wir sehen schon mal, Maxi ist immer noch auf der Banlist. Das ist sehr gut und das wird wahrscheinlich auch für immer so bleiben, hoffe ich. Eine nächste Karte bei den Verbotenen. Noch was Verbotenes, noch was Verbotenes. Bei den Monstern scheint nichts zu sein. Also, ganz kurz, ich will hier nicht den Anschein erwecken, als wüsste ich gar nicht, was auf der Banlist passiert ist. Ne? Ich reacte hier trotzdem auch drauf, aber ich habe sie trotzdem schon gesehen, so, weil alles voll davon war. Und da sehen wir schon die nächste Karte, die verboten ist. Erbsündhafte Beute, Schlangenauge. Ja, und damit ist Snake Eyes offiziell down. Das Deck wird nichts mehr machen. Diese Karte war extrem wichtig für Pure Snake Eye und für jedes Deck, was die Snake Eye Engine irgendwie spielen wollte. Für mich persönlich ist es sehr schade, weil Infernoid mein Lieblingsdeck ist und das war schon eine sehr gute Engine, Infernoid. Keine Sorge, Infernoid ist immer noch super. Es gibt einen Plan B und Plan C und Plan D für dieses Deck. Aber das ist für mich jetzt ein bisschen schade, weil ich mich auf ein Turnier mit Freunden vorbereitet habe und da habe ich ihn natürlich drin gespielt. Und da ich nicht damit gerechnet habe, dass jetzt was passiert, bisschen bitter. Bisschen bitter. Ist aber, würde ich sagen, ein guter Hit. Da muss man sich auch einmal mal ganz ehrlich machen, weil das Deck war jetzt ein Jahr lang Top-Meta. Man hat jetzt bei der letzten YCS gesehen, auf der diese Banlist übrigens auch angekündigt wurde, was ich einen coolen Move fand, aber da hat man schon gesehen, dass Feuer, natürlich auch weil die neuen Decks halt erstmal interessanter für Leute sind, vielleicht wäre das wieder ein bisschen zurückgegangen, aber Raziel war mit Abstand das beste Deck und danach kam Malice, so, und das heißt, die Snake-Eye-Decks oder die Varianten von den Feuerdecks, die waren einfach nicht mehr so, sie schienen rauszurotieren und dann würde ich sagen, hätte man es vielleicht sogar noch ein bisschen lassen können, damit es noch einen weiteren Contender gibt, der es mit den beiden neuen besten Decks aufnehmen kann. Aber nee, das ist jetzt nicht so, deswegen es ist an sich ein guter Hit, weil Snake Eyes so lange so krass war. Aber der Zeitpunkt ist trotzdem ein bisschen weird. Jetzt hätte man wahrscheinlich sogar noch ein paar Monate abwarten können und dann alles zusammen hitten können mit Raziel und Malice zusammen dann auf der nächsten Banlist so. Oder halt in der Banlist, die im Februar oder März gekommen wäre. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Müssen wir mit umgehen. Und generell würde ich sagen, ist es halt eine gute Sache so, weil es war eine krasse Karte, die halt die Brücke war für alles, was irgendwie mit Snake Eye oder Daybells da zusammenspielen wollte. Von daher ist das okay. Und tatsächlich war es das schon für die verbotenen Karten. Also Snake Eye weggemacht, ein Hit, der quasi preemptive war, also ein bisschen vorausschauend und Gimmick Puppet. Gute Hits an sich, aber wird jetzt natürlich nicht so viel an der aktuellen Meta verändern, weil Raziel und Malice die besten Decks sind. Aber wir werden sehen. So, was haben wir denn bei den limitierten Karten? So, da haben wir als erstes Tenpai Drache Chundra. Und ich muss sagen,
finde ich an sich okay. Tenpa wäre immer noch sehr stark, aber auch hier hätte ich persönlich einfach noch so 1, 2 Monate gewartet und mal geguckt, wie entwickelt sich das denn jetzt auf den nächsten Turnieren, weil Tenpa ist nicht so gut gegen Raziel und Raziel ist das mit Abstand beste Deck. Malice ist auch jetzt einfach eins der stärksten Decks, habe ich ja gerade schon gesagt. Und dann jetzt Tenpai wegzunehmen, finde ich persönlich ein bisschen schwierig, weil ich persönlich bin ein Fan von Tenpai. Ich weiß, viele Leute hassen das Deck, aber wenn man jetzt mal nur auf die nackten Fakten guckt, Tenpai war ein Going Second Deck. Das gab es lange nicht mehr in Yu-Gi-Oh!, dass ein Going Second Deck relevant war. Das ist jetzt deutlich schlechter. Es war ein Budget-Deck, muss man auch sagen. Und das ist auch ein Problem, weil jetzt zwei sehr teure Decks, vor allem Raziel halt, sehr teuer ist und das Top-Meta-Deck ist und wir ein Budget-Deck haben, was jetzt noch mehr geschwächt ist. Finde ich sehr schade. Und ja, deswegen, ich hätte Tenpai, also dieser Hit ist okay, aber ihr werdet gleich sehen, warum ich kein Fan davon bin, weil es einfach nicht der einzige Hit für Tenpai ist, leider. So, nächstes Ding, Phantom von Yubel. Ich finde, das ist auch ein Hit. Der ist gut, den kann man machen. Denn Yubel war zwar gerade jetzt nicht mehr so das dominante oder relevante Deck, aber es ist ein extrem mächtiges Deck. Und diese Karte hier hat es ein bisschen unfair gemacht. Und das Deck ist, das sage ich euch gleich, ist es sogar ein Tick besser geworden in manchen Belangen. Deswegen, das Deck ist immer noch super gut spielbar. Das heißt, es wurde den Fans nichts weggenommen, weil das ist ja ein Fan-Favorite-Deck, muss man einfach sagen. Aber es ist halt vom Power-Level runtergescaled. So, und das finde ich einfach gut. Also ich würde sagen, das ist einfach ein guter Hit. So, das ist ein guter Hit, haben sie gut gemacht. Yubel einfach ein bisschen noch anzuschwächen, aber es bleibt trotzdem ein sehr gutes Deck, wenn ihr das spielen wollt. Aber natürlich deutlich schwächer, ne? Weil die Karte war nicht nur eine Negation, sondern auch teilweise ein Extender und so. Das geht jetzt halt nicht mehr. Aber ich finde das auch völlig in Ordnung. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was kommt hier als nächstes? Was kommt hier als nächstes? Und was kommt hier als nächstes? Ja, Zodiac Sperrfeuer. Tatsächlich von der verbotenen Liste wieder auf 1. Wird, glaube ich, nichts machen, weil wir haben keinen Trident, wir haben keinen Broad Bull. So, also wird es gar nichts ändern, denke ich. Ja, von daher ist okay, aber juckt, glaube ich, eigentlich niemanden. Trident wäre besser gewesen, was halt so also Zodiac-Decks angeht. Aber da kann ich tatsächlich verstehen, dass sie das sich erstmal noch angucken, weil jetzt mit Raziel, einem Xyz-Deck, was auf Rang 4er geht, wollte man vielleicht nicht noch eine weitere geile Option mit Trident dazugeben. Keine Ahnung, aber ich denke, Zodiac-Sperrfeuer wird erstmal gar nichts ändern. So, nächster Hit. Sangen Keimen auf 1. Ja, und ich sag euch ganz ehrlich, wie gerade schon, ich find's richtig doof sogar, ganz ehrlich. Ich bin gar kein Fan davon. Einer der beiden Hits, okay, kann ich verstehen. Tenpai war jetzt die letzten Monate, ja, oder fast das ganze Jahr schon, also seit es rausgekommen ist, die ganze Zeit Tier 1. Verstehe ich total. Hittet das Deck, macht es gerne. Aber warum muss man das Budget-Deck, was den uniquesten, also was irgendwie das gemacht hat, dass es spannend war, dass man auch gegen Going Second Deck spielen musste, warum muss man das am härtesten hitten? So. Warum macht man nicht nur einen Hit und guckt sich jetzt erstmal die Meta an? So, das finde ich ein bisschen heftig, weil jetzt Tenpai ist nicht unspielbar, aber Leute, wir haben einen Chundra, einen Keimen, einmal die Field Spell. Klar, wir haben immer noch dreimal unseren, ja, den Weißen halt. Und wir haben auch den Dora Dora, oder wie der heißt, der auch ein One-Card-OTK ist. Aber das Deck ist jetzt wirklich so krass Glass Cannon, weil wir haben keine Recursion in diesem Deck. Das heißt, wenn wir einmal unterbrochen werden mit dem OTK, im nächsten Zug geht das nicht mehr so leicht. Normalerweise könnte Tenpai dann im nächsten Zug quasi das gleiche nochmal machen. Das geht jetzt quasi nicht mehr richtig. Ja, bin ich echt kein Fan von. Ich will ja echt hier nicht der Hater-Typ sein und so. Aber warum 2 Hits für Tenpai? Das günstigste Deck, was ein bisschen anders zu spielen war, was nicht so schwer zu spielen war und was vielleicht interessant gewesen wäre in der neuen Meta. Aber gut, ist wie es ist. Ich bin kein Fan davon. Aber ja gut, Tenpai halt quasi nicht mehr spielbar. Und wie gesagt, es ist spielbar, aber halt nicht mehr auf diesem Level, weil ihr habt der Gegner hat zu viele Möglichkeiten, euch aufzuhalten, weil ihr seid nicht mehr vor Handtraps geschützt, weil die Fieldspell nur noch auf 1 ist. Und ihr habt, bei Chundra war ja auch ein Extender. Und Sangen Keimen war auch ein Extender, beziehungsweise ein OTK. Ihr habt jetzt 4 Karten weniger von der Engine. Und mit der Version, die ich gespielt habe, mit dieser Sky Striker Going Second, also Going Second natürlich, aber mit der Sky Striker Boardbreaker Version habt ihr noch mehr Möglichkeiten als mit der Handtrap Version. Also ich denke, die Handtrap Version ist quasi komplett useless jetzt. Aber trotzdem, leider gar kein Fan.
So, dann haben wir hier ein paar, ja, bei den halblimitierten können wir uns alle gleichzeitig angucken. Wir haben Cyberdose, juckt niemanden, ist ein Flipmonster, ja, guter Effekt und so, aber könnt ihr auf 3 gehen. Eva genauso, macht gar nichts. Was ich tatsächlich spannend finde, sind Gefahr zu Chinoko und Wolpertinger. Die beiden Danger Monster, das ist nämlich ganz cool für Dark World zum Beispiel oder für andere Varianten, weil ich persönlich bin ein riesen Fan der Danger-Karten so. Deswegen, das ist cool, so. Wolpertinger halt auch. Dann Künstlerkumpel Affy-Board. Interessiert, glaube ich, auch niemanden so wirklich. Ich meine, Pendel wird nicht relevant ohne Electromite, glaube ich zumindest. Sorry an Nivska. Und das war's. Und dann bei den Nichtdinger auf der Liste haben wir tatsächlich einiges. Wir haben tatsächlich alle Dragon Ruler, was ich cool finde, weil ich finde, das sind coole Karten. Die werden nichts Relevantes machen, aber es ist geil, dass sie alle da sind, man theoretisch das Deck spielen kann. Pankratops auf 3 zurück, war auch endlich mal an der Zeit so. Lunarlicht Tiger interessiert niemanden. Rettungsass Flugheber ist tatsächlich eine spannende Karte, weil Rescue Ace ja die Snake Eyes Line verloren hat, beziehungsweise die haben glaube ich, gar nicht wirklich Snake Eyes gespielt, aber die haben halt das Diabellstar Package gespielt. Und ja, die haben jetzt wieder was Pures für ihr Deck und deswegen, ich finde, Rescue Ace ist ein sehr geiles Deck, was der Meta eigentlich gut tut, so, deswegen, dass die wieder auf 3 ist, finde ich cool. Und ein Kumpel von mir spielt das, Grüße gehen raus an Johnny Steps, sehr, sehr geil. Tempest auf 3, das ist ganz cool für Drake Unity tatsächlich. Tidal auf 3 und für mich natürlich, das ist mein Banlist Highlight, Koloss wieder auf 3. Thunder Dragon ist quasi wieder Full Power spielbar, was ich sehr geil finde. Koloss auf 3 macht tatsächlich noch einen Unterschied. Ich weiß, das Deck ist nicht Tier 1 super meta-relevant, aber das Deck wird halt so krass unterschätzt, glaube ich, von Leuten. Koloss ist einfach eine extrem mächtige Karte. Und dass wir die Möglichkeit haben, jetzt 3 Stück zu machen, das ist halt fast nicht outbar für viele Decks, weil gerade wir konnten bis jetzt 2 machen, jetzt 3. Das ist schon sehr, sehr geil. Und deswegen bin ich ein Riesenfan von Donnerdrachen Koloss. Hammer, das ist geil, das ist wirklich mein Highlight auf der Bandlist. Ip ist zurück in Juckt Niemanden und das hier aber Öffnung der Geistertore sehr, sehr geil, weil das macht Jubel wieder stärker und das gibt halt den heiligen Ungeheuer-Spielern, wie ich zähle mich da ja auch dazu, auch wieder das Deck in Full Power, weil das war natürlich echt bitter für die, dass diese Karte gehittet wurde. Jetzt wurde Jubel anders gehittet und das heißt, man kann diese Engine wieder zurückbringen. Und das ist auch der Grund, warum ich meinte, Jubel ist wieder auf die eine Art und Weise wieder stärker geworden, weil die Consistency ist wieder größer bei Jubel. Und dafür haben wir halt weniger Schutz gegen Handtraps und einen Extender weniger. Aber die Karte kann ja auch ein Extender sein. Von daher, ich denke, Jubel ist total fein. Das kann man immer noch sehr, sehr gut spielen. Von daher, ja, die Banlist, das war sie. Und ja, mein Fazit, ich habe es gerade schon gesagt, ich bin ein bisschen, warte, wir können mal hier machen, dass man nur die Änderungen sieht, so. Ich finde, ein paar Sachen sind gut, dass man das Snake Eyes Package quasi weggemacht hat, finde ich völlig fein, auch wenn es gerade ein paar von meinen Decks trifft, die ich gerne spiele, aber einfach mal rational gesehen ist es super. Marionette weg ist gut, Jaugen weg ist super, die Temper-Hits finde ich richtig, richtig ungeil, sage ich euch ganz ehrlich. Einen der Hits völlig fein, völlig okay, war ein krasses Deck, aber dass man beides hittet, so als wäre Tenpai das Problem gewesen, war es halt einfach nicht und da bin ich gar kein Fan von. Phantom of Rebel finde ich völlig fein, Sperrfeuer interessiert niemanden. Man hätte vielleicht noch, wenn man sich die Meta anguckt, also, ach ja, genau, das ist, sorry, ich komme erst jetzt drauf, aber natürlich bin ich richtig sauer, weil warum hat man nicht die Moon Goddess gehittet, die kleine, die halt die Brücke ist zu der Fiendsmith Engine, weil die ist einfach dumm. Und jetzt ist Fiendsmith null angefasst, das heißt, Fiendsmith ist immer noch mega krass. Und ich meine, das hat eine YCS gewonnen, gerade vor kurzem. Und nimmt doch einfach die Brücke weg, dass jedes Deck Fiendsmith spielen kann. So, das, ja, also, als ich die Bandlist heute Morgen das erste Mal gesehen habe, war ich so, ja, ist okay. Aber je länger ich drüber nachdenke, desto unzufriedener bin ich damit. Und ihr wisst, ne, ich bin hier nicht dieser Weltuntergangsprophet, was Yu-Gi-Oh! Angeht. Überhaupt nicht. Ich bin total gespannt auf das neue Format. Ich freue mich, die beiden neuen Decks in Aktion zu sehen. Habe auch ein bisschen Angst davor. Aber die Tenpai-Hits, ne, bin ich gar kein Fan von, dass Fiendsmith gar nicht angegangen wurde. Muss man auch ganz ehrlich sagen, Kashtira hätte man vielleicht auch mal angehen können. Ich liebe Kashtira, aber es ist einfach mega krass. Fenrir allein ist so eine heftige Karte, aber okay. Gut, wir haben Kashtira immer noch Full Power. Also quasi Full Power natürlich nicht, weil Rice halt weg ist. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Aber Leute, schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Lasst euch nicht zu sehr von meiner Stimmung beeinflussen. Sagt mal eure ehrliche Meinung. Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Was hättet ihr euch noch gewünscht? So.
Und ja, vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Ist aber auch egal. Leute, ich hoffe, ihr habt einen richtig geilen Start in die Woche. Und ich habe nicht mehr viel zu sagen, außer ich würde mich selber Like, Kommentar und Abo freuen. Schickt einen Link zu Get to the Games in meiner Beschreibung aus. Drückt die Glocke, folgt mir auf Instagram und den ganzen Bums. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Euer Francis Gaming.